Dass ich die Motorüberholung für meine MZ ES 150 begonnen habe, wird dieses Jahr bald 5 Jahre her sein. Das Ergebnis kann als erfolgreich bezeichnet werden. Ich war mit dem Motor die letzten Jahre viel unterwegs und hatte sehr viel Spaß. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Über die letzten Jahre haben sich genug Teile in meiner Garage angesammelt, um locker noch einen weiteren Motor zusammenzubauen. Und das habe ich jetzt auch getan. Die Sache ging heiß her, aber am Ende war es doch erfolgreich. Für mich ist das Grund genug, nochmal ein paar Videos online zu stellen, in denen ich meine Erfahrungen mit euch teile. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern lese ich vorher die mir zur Verfügung stehenden Reparaturanleitungen. Dass es diesmal kein Zerlegevideo gibt, liegt daran, dass ich die ganzen Teile schon einzeln herumliegen hatte. Ein großer Haufen Metall. Und den muss ich jetzt erst einmal sortieren, um zu checken, ob ich alle Teile für einen Motor zusammen habe. Schaut euch unbedingt das ganze Video an, um Detailinformationen zu den Bauteilen zu erhalten. Hier habe ich die linke Motorhälfte. Ein sehr schönes Exemplar und nach der Reinigung sieht es fast aus wie neu. Dann habe ich hier diverse Sicherungsringe für die Kugellager, also für die Kurbelwellenkugellager und die 2 Getriebekugellager. Die Kugellager selbst nenne ich jetzt nicht alle beim Namen, das solltet ihr bitte nachlesen in Reparaturanleitungen und technischen Dokumentationen, die ihr für eine Überholung auf jeden Fall hinzuzieht. Diese Scheibe hier ist wirklich noch nennenswert, es ist eine Trennscheibe oder eine Ölleitscheibe. Sie soll das Getriebeöl im Inneren des Gehäuses halten. Das letzte Mal hatte ich ja blaue Wellendichtringe verwendet, diesmal probiere ich es mal mit den braunen. Weiter geht meine Bestandsaufnahme mit den Getriebeteilen. Hier das Schaltsegment mit den dazugehörigen Befestigungsschrauben und ganz wichtig auch den Sicherungsblechen. Das hier ist die Vorgelegewelle des Getriebes und das hier ist das Schaltrad Paar 1 und 3. Sie gehören zusammen. Zuletzt kommt noch das Gangrad 1 drauf. Das hier ist die Kupplungswelle. Hier kommt das Schaltrad 2 und 4 drauf und zu guter Letzt das Schaftrad. Ich liebe die Einfachheit des kleinen Vierganggetriebes. Das hier ist die Schaltklaue mit Schaltarretierbolzen. Dazu gehört auch eine Mutter Schlüsselweite 14 und ein Sicherungsblech. Das hier ist die Schaltwelle mit Schaltstück. Die Rückholfeder und das Distanzstück dürfen natürlich nicht fehlen. Hier ist die Kurbelwelle, das Herzstück des Motors. Sie muss in einem einwandfreien Zustand sein. Wenn all diese Bauteile in die linke Gehäusehälfte eingesetzt wurden, kommt die rechte Gehäusehälfte drauf. Und vergesst nicht, zu vielen dieser Komponenten werde ich in diesem Video noch weitere Detailinformationen teilen, darum schaut es unbedingt bis zum Ende an. Dem Zusammenbau folgend kommen jetzt noch die Kugellager für das Getriebe, die Kurbelwelle, der Wellendichtring und die Passhülsen vorne und hinten.
Der Star einer jeden Motorüberholung ist natürlich die Zylindergarnitur. Last but not least braucht es natürlich die richtige Anzahl und Länge von Schrauben für die Gehäusehälften. Ich verwende diesmal wieder Schlitzschrauben, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich sie habe. Man könnte natürlich auch Imbusschrauben verwenden. Und hier habe ich noch ein paar besondere Schrauben. Es sind Tuning-Schrauben. Was es damit auf sich hat, werdet ihr später noch in diesem Video sehen. Das hier ist mein kleiner Heizpilz, den ich brauche, um die Lagerinnenringe aufzuheizen. Ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, ohne das ich keine Motorüberholung empfehle. Diese gedrehten Druckstücke helfen mir dabei, den Wellendichtring und die Lager einzuschlagen. Und das hier ist noch mein kleines Spezialwerkzeug zum Getriebe einstellen. Das war im Schnelldurchgang meine Übersicht über alle Motorenteile. Und jetzt gehe ich noch mehr ins Detail hinein. Ich finde es toll, dass ein MZ-Zylinder bis zu 8 Mal überholt werden kann durch Schleifen. Dazu braucht man dann einen Übermaßkolben. Ich vertraue dabei auf Originalware, nämlich Mego-Kolben, solange es die zumindest noch gibt. Diesmal habe ich auch gleich aufs Äußerliche geachtet und meinen Zylinder bei Zeiten zum Strahlen gebracht. Danach sieht das Teil einfach aus wie neu. Mein zweiter Weg führte mich dann in die Zylinderschleiferei. In der Zylinderschleiferei wird der Zylinder erst aufgebohrt und dann geholt. So lange, bis der Kolben hineinpasst, und zwar bis aufs Hundertstel genau. Nach dieser Präzisionsarbeit passt der Kolben zum Zylinder mit 4/100 Einbauspiel. Das ist die Grundlage für lange Lebensdauer und optimale Leistung. Schwieriger als eine Zylinderschleiferei zu finden, ist es, jemanden zu finden, der einem noch 2-Takt-Kurbelwellen fachgerecht richtet. Und nach meiner Erfahrung ist es leider so, dass man denen, die es noch machen, nicht blind vertrauen kann. Deshalb habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, die Kurbelwellen nachzumessen, bevor ich sie einbaue. Als erstes prüfe ich den Rundlauf der Kurbelwelle. Die Reparaturanleitung nennt 2/100 als Toleranzgrenze. Mit dieser Genauigkeit habe ich leider noch keine Kurbelwelle zurückbekommen. Vielleicht ist es nur schwer erreichbar. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Messmittel, das dieses Ergebnis verfälscht. Nichtsdestotrotz, wenn meine Messung ergibt, dass der Rundlauffehler kleiner 5/100 ist, dann baue ich diese Kurbelwelle ein. Als nächstes schaue ich auf das Axialspiel des unteren Pleuelagers, also die seitliche Bewegung. Dieses Spiel sollte zwischen 2 und 4 Zehntel Millimetern betragen. Das Radialspiel des unteren Pleuelagers lässt sich mit meinen Messmitteln eigentlich nicht messen. Darum gehe ich hier mehr auf eine Gefühlsebene. Das untere Pleuelager sollte absolut leichtläufig laufen. Das teste ich in der Weise, dass ich versuche, das Pleuel aufzurichten und auszubalancieren. Das darf eigentlich nicht möglich sein. Sobald es etwas schwergängig wäre und stehen bleibt, ist es nicht brauchbar. Wenn die Kurbelwellenzapfen für die Lageraufnahme zu dünn werden, werden sie in manchen Werkstätten nachgearbeitet. Das kann die Kurbelwelle vom Verschrotten retten, kann aber auch gewaltige Nachteile haben. Die Lektion, die ich hier gelernt habe, werdet ihr in meinen nächsten Videos sehen.
Dass ich ein Riesenfan von dem kleinen Vierganggetriebe bin, habe ich schon an verschiedenen Stellen gesagt. Ich finde es einfach toll, wie es funktioniert. Und es ist immer noch verfügbar als Ersatzteil. Ich habe mir also diesmal ein neues Vierganggetriebe geleistet. Und das ist gar nicht so teuer. Runde 200 € und man hat ein komplettes neues Original DDR-Getriebe. Und jetzt zeige ich einfach hier die Bilder von diesem neuen Getriebe. Das ist einfach gut als Referenz zum Vergleich mit gebrauchten Teilen, die man ja auch nochmal verwenden kann. Wichtig ist einfach, dass die Kanten alle noch scharf sind, dass die Hinterschnitte nicht abgerundet sind und somit sollte dem Kraftschuss der Gänge nichts im Wege stehen. Ich freue mich auf das Getriebe. Da dieses Getriebe aber noch nie eingebaut war, schaue ich etwas genauer hin. Ich prüfe den Rundlauf der Wellen. Dieser sollte kleiner 2/100 sein. Und das ist er auch. In den Reparaturanleitungen wird beim Viergangmotor nicht explizit gewarnt, die Federn zu tauschen. Ich mache es aber, wenn es geht, trotzdem. Diese Federn sind zum größten Teil noch erhältlich und man hat einfach ein sicheres Gefühl. Und danach prüfe ich einfach den Schaltmechanismus nochmal aus, ob die Gänge auch wirklich alle schalten. Dann sollte nichts mehr schief gehen. Das Getriebe ist bereit für den Einbau und die Einstellung. Ein Thema, das ich in meinen letzten Videos nur ganz oberflächlich gezeigt habe, ist das vom Gleitlager der Vorgelegewelle. Dabei ist dies ein sehr spannendes Thema. Hier zeige ich den Ist-Zustand des Gleitlagers vor dem Wechsel. Spannend dabei ist, dass der Verschleiß nicht symmetrisch erfolgt, sondern horizontal größer ist als vertikal. Wenn er 1/10 beträgt, dann sollte diese Gleitlagerbuchse gewechselt werden. Man kann diese Buchse heute auch noch kaufen als Originalteil oder als Nachfertigung. Dabei wird überall gesagt, dass die Buchse in der Regel nachgearbeitet werden muss nach dem Einbau, damit sie zu der Welle passt. Ich habe eine Buchse gekauft, die als Originalteil gekennzeichnet war. Beim Messen habe ich mich schon gewundert, dass die Maße eigentlich schon ganz gut zueinander passen. Aber eins nach dem anderen, jetzt baue ich sie erst einmal ein. Dazu mache ich das Gehäuse heiß, um den Lagersitz zu schonen. Danach klopfe ich die Buchse einfach aus dem Gehäuse raus. So kalt wie Saurons Ringfinger. Obwohl das Gehäuse immer noch heiß ist und ich die Buchse tiefgekühlt habe, lässt sie sich nicht einfach reinstecken. Auch reinklopfen ist eher schwierig. Darum benutze ich eine Schraube mit Mutter und 2 Unterlegscheiben als Einziehwerkzeug.
Wichtig ist es darauf zu achten, dass der Ölzulauf nach oben zeigt. Als die Buchse drin war, habe ich natürlich gleich probiert, die Welle einzusetzen. Sie passte und drehte sich spielfrei. Das war doch super. Keine Nacharbeit mehr notwendig? Gewissenhaft wie ich bin, habe ich also jetzt das Spiel nachgemessen mit der neuen Buchse. Horizontal und vertikal ist es nun gleich und ca. 500stel. Eigentlich perfekt. Um noch die letzte Gewissheit zu haben, dass kein Versatz besteht, habe ich die Gehäusehälften zusammengebaut, mit Passhülsen natürlich. Die Welle drehte sich spielfrei. Das Gleitlager gewechselt ohne Nacharbeit. Ein Traum für alle Garagenschrauber. Jetzt komme ich zu meinen Tuning-Schrauben, die ich vorhin schon im Video erwähnt habe. Damit schieße ich jetzt natürlich den Vogel ab. Ich spinne komplett. Aber es geht um die Vorverdichtung. Hier im Gehäuse gibt es 4 Löcher, die dafür da sind, die äußere Dichtkappe zu befestigen. Da sind also lange Durchgangslöcher, in die normalerweise nur kurze Schrauben eingesetzt werden. Da entsteht also ein totes Volumen. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass ich das Volumen des Kurbelgehäuses um ca. 1 Kubikzentimeter reduzieren kann, wenn ich in diese Durchgangslöcher lange Schrauben einsetze. Jedoch sind die Gewinde beim Seriengehäuse nicht komplett durchgeschnitten, sondern nur kurz. Ich muss sie also nachschneiden und verlängern. Dafür brauche ich einen langen Gewindebohrer. Diesen langen Gewindebohrer habe ich bei eBay gefunden, wie so vieles Werkzeug. Lustigerweise stammt er aus einer Werkstattauflösung und ist ein Original DDR-Werkzeug. Was für ein lustiger Zufall. Gewinde schneiden ist nicht ganz so einfach. Man muss einerseits an das Schmieren denken und andererseits daran, dass der Bohrer spröde wie Glas ist. Also auf gar keinen Fall schräg drücken, dann bricht er sofort ab. Nachdem ich die 4 Gewinde nachgeschnitten habe, muss ich noch die Schrauben anpassen. Es ist ein ungerades Maß zwischen 25 und 30 mm und die Schrauben dürfen natürlich auf gar keinen Fall zu lang sein. Deshalb kürze ich sie nochmal maßgerecht ab. Die optimale Vorverdichtung, die mit den innenliegenden Wellendichtringen begonnen wurde, habe ich nun mit meinen Tuning-Schrauben vollendet. Das Gehäuse ist sprichwörtlich der Körper des Motors und deshalb sollte er gut behandelt werden. Das fängt bei der Reinigung an. Ich habe dieses Gehäuse vermutlich 3-mal gereinigt und danach sieht es wirklich richtig gut aus. Zum Reinigen gehört es auch, die Ölkanäle einmal durchzubürsten. Erst danach geht es mit Prüfungen weiter. Zum Beispiel, ob die Lagesitze geweitet sind. Das lässt sich leider nur experimentell prüfen. Auch die Sitze der Passhülsen sollten in Ordnung sein. Sie sollten nicht zu weit sein, aber auch nicht zu eng. In meinem Fall waren sie lustigerweise außen zu eng, so dass man eigentlich die Passhülsen nicht einsetzen konnte. Mit der Kupplungswelle lässt sich das ganz gut prüfen. Sie hat das richtige Maß dafür. Darum habe ich das Gehäuse an den Außenseiten der Passsitze etwas nachgearbeitet.
Das wäre sehr ärgerlich geworden, wenn es mir erst aufgefallen wäre beim wirklichen Zusammenbau des Motors. Da hat man eh schon genug Stress. Jetzt geht es doch nochmal um eine Optimierung. Schon beim letzten Mal war mir aufgefallen, dass die Überströmkanäle nicht immer genau passen zum Zylinder. Hier seht ihr es, da ist eine Kante, die den Durchfluss behindert. Diese markiere ich mir und feile sie etwas ab. Auch auf die Gehäuseschrauben schaue ich nochmal genauer drauf. Man braucht die richtige Stückzahl und die richtigen Längen. Ihr seht, es gibt 3 Längen. Die kurzen für das Kurbelgehäuse, die langen für das Getriebegehäuse und eine etwas längere. Die Maße seht ihr hier. Der Überstand im Gehäuse sollte ca. 15 mm betragen. Nach dieser ausführlichen Vorbereitung kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, sollte man meinen. Weit gefehlt. Doch mehr davon, wenn ihr mich wiederseht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht.